Servus Leute, heute bauen wir ein richtig cooles modulares Hochbeet aus Beton und los geht's! Zuerst brauchen wir eine Schalungsform, die ist in diesem Fall aber vollkommen unkompliziert und schnell gebaut. Ich verwende dazu wie immer beschichtete Spanplatten und die schneide ich mir jetzt erstmal auf der Tischkreissäge zurecht. Das Hochbeet kann man natürlich auch komplett aus Holz herstellen, wenn man das möchte, aber ich persönlich bin eher ein Freund von, ja, sagen wir mal, langlebigen und robusten Lösungen und daher verwende ich Beton. Bei Holz ist es halt so, wenn es über einen längeren Zeitraum in Garten Feuchtigkeit und Erde und so ausgesetzt ist, dann vergammelt es auch ziemlich schnell und das Problem hat man bei Beton nicht. Für die Schalungsform brauche ich dann auch 4 Abstandshalter und die habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Für was ich die genau brauche, das zeige ich euch dann gleich. Die Schalungsform habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Ja, das ist ja kein Hexenwerk, ist eine ganz einfache Form. Und was man jetzt hier noch an Aussparungen braucht, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Und zwar habe ich mir hier solche Abstandshalter zusammengeschraubt und hier so ein Kunststoffrohr besorgt. Das gibt es in jedem Baumarkt als Meterware. Das wird dann einfach hier so reingesteckt, dann hier fixiert. Hier wird es verschraubt und dann haben wir hier eine Aussparung und dieses Rohr wird dann mit einbetoniert. Ich habe jetzt an allen 4 Seiten jeweils versetzt zueinander so eine Aussparung montiert. Jetzt kommt überall außenrum noch eine Silikonfuge rum und dann sind wir mit dem Schalungsbauch schon fertig. Ging doch recht fix, oder? Dann machen wir auch gleich mit dem Beton weiter. Ich habe ja gesagt, dass ich das Hochbeet aus Leichtbeton herstellen will und da müssen wir uns natürlich dann auch erstmal einen Leichtbeton anmischen. Ich habe hier als Leichtzuschläge Blähton. Das ist eine Schüttung, die wird zum Beispiel zum Isolieren verwendet oder auch als Granulat für Pflanzen und es ist eben ein sehr poröses und leichtes Material. Das habe ich jetzt über Nacht mal eingeweicht, weil das Material natürlich ziemlich viel Wasser zieht und wenn man das nicht eingeweicht in den Beton gibt, dann entzieht es dem Beton Wasser, was er eigentlich zum Abbinden braucht. Jo, und wie ich das beim Mischen vorgehe, zeige ich euch jetzt gleich mal. Für den Leichtbeton verwende ich einen Teil von dem vorgewässerten Blähton, dann kommt ein Teil Sand dazu, der hat eine Korngröße von 0 bis 2 mm und dann noch ein Teil Zement. Ja, ich habe jetzt hier weißen Zement verwendet, weil ich den noch übrig hatte. Ich will aber letztendlich, dass die Optik grau ist und deswegen habe ich noch schwarze Farbpigmente dazu gegeben. Zur einfacheren Verarbeitung von dem Leichtbeton habe ich hier noch ein Fließmittel dazu gegeben. Das ist aber ein anderes Fließmittel als sonst. Das hat hier eine plastifizierende Wirkung und dadurch kann man dann ein Aufschwimmen von der leichten Körnung im Beton reduzieren. Bei der Wasserzugabe kann man jetzt keine so pauschale Angabe machen, weil der vorgenässte Blähton natürlich auch einen Haufen Feuchtigkeit aufnimmt. Und da ist es am besten, wenn man in kleinen Schritten arbeitet, also immer wieder ein wenig Wasser dazu gibt, bis der Beton dann die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Aber ein Wasserzementwert von 0,4 sollte natürlich hier auch nicht überschritten werden. Der fertig gemischte Leichtbeton kommt dann in die Schalungsform, wird leicht verdichtet und wie ihr sehen könnt, ist die Masse durch den Plastifizierer ziemlich plastisch und nicht so fließfähig wie sonst. Die gleiche Schalungsform habe ich dann übrigens nach dem Ausschalen wiederverwendet, weil wir brauchen ja für das Hochbeet insgesamt 4 von diesen Betonelementen. Die Belastbarkeit von Leichtbeton ist natürlich deutlich geringer als bei normalem Beton, deswegen habe ich hier zur Armierung dann jeweils noch 2 Torstahlstangen mit eingegossen. Die Oberfläche wird dann noch glatt abgezogen, ja, und dann heißt es wie immer erstmal wieder warten. Nach 2 Tagen habe ich dann mit dem Ausschalen begonnen und ja, beim Ausschalen da muss man vorsichtig vorgehen, wenn man die Schalung wiederverwenden will, dass man das Holz halt nicht beschädigt. Ja, und danach habe ich dann gleich die nächsten 2 Bauteile gegossen. Die Oberfläche ist echt gut geworden, bin zufrieden und ihr seht, auch mit Leichtbeton bekommt man Spiegel an der Oberfläche hin. So, ich werde jetzt hier noch eine Versiegelung auftragen, dass der Beton gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist und dann bauen wir das Hochbeet mal auf. Zum Schutz des Betons verwende ich eine Steinversiegelung von Mellerud. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung.
Dann bauen wir das Gestell mal auf. Ich bin ja schon gespannt, ob ich sauber genug gearbeitet habe und ob die Konstruktion dann auch funktioniert. Beim Aufbau ist heute ein kleiner Helfer dabei. Den muss ich jetzt noch kurz abholen und dann geht's los. Die Montage von dem Hochbeet ist dann extrem einfach. Die zwei Elemente werden hier einfach mit einer Metallstange fixiert. Ja. Gut, sitzt er fest. Und die Montage, ja, seht ihr ja, ist kinderleicht. Ja. Gut? Okay, Vorsicht. So, super. Das Hochbeet kann man natürlich von den Maßen her entsprechend an seine Bedürfnisse anpassen und durch die modulare Bauweise kann man es im Nachhinein auch noch problemlos in der Länge, Breite und auch in der Höhe erweitern. Wie schon gesagt, ist es für mich eine robuste und wetterfeste Konstruktion, die man auch ganz einfach umsetzen kann. Man muss nicht unbedingt Leichtbeton verwenden, man kann auch normalen Beton verwenden, aber durch den leichten Beton, ja, der wird es halt noch einfacher handelbar, wenn man es mal umstellen will oder abbauen will. So Leute, in das Hochbeet muss jetzt noch Erde rein, dann kann man mit dem Bepflanzen beginnen und damit wären wir heute auch schon wieder fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr da was mitnehmen konntet und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.